denen jeweils eine Lotusblüte aus dem Boden wuchs. Dabei verkündete der später Erwachte bereits: Das ist meine letzte Geburt. Von lachenden Kindern und majestätischen Bergen. Obwohl die Hierarchien 1963 offiziell abgeschafft wurden und die Verfassung von 1990 religiös motivierte Diskriminierung verbietet, bestimmt das System das Leben vielerorts nach wie vor. Zu lassen und ihre Erfahrungen trotz den nepalesischen Molltönen in einem positiven Licht zu sehen. Ihre Beziehung veränderte sich und die auf eine arge Probe gestellte Verliebtheit wurde zu einer Liebe, die für ihr Leben weiterhin von größter Bedeutung war. Die Aussage des einstmals bekannten und inzwischen nahezu in Vergessenheit geratenen deutschen Schriftstellers Otto Flake ließ sich auch auf Nepal anwenden. Liebe ist der Entschluss, das Ganze zu bejahen, die Einzelheiten mögen sein, wie sie wollen. So freute sich Lara über positive Kleinigkeiten, die sich in Nepal jeden Tag ereigneten, wie beispielsweise die Geste eines jungen Kellners, der ihr in einem Café auf den Karton ihres eingepackten Sandwichs Good Night geschrieben und damit ihr Herz erwärmt hatte. Sie schätzte das Land immer noch für seine Eigenschaften, in die sie sich verliebt hatte, bewahrte den Slogan "We will rise again" in ihrem Herzen und freute sich darüber, als westliche Frau beim Reisen nie Probleme zu haben, wie es beispielsweise in Indien der Fall war. Sie hatte in Nepal, also mir hat es übrigens in Indien gefallen, aber es ist ziemlich massive Ladung. Ja. Sie hatte in Nepal mehr Geduld, das Leben im Augenblick und das Improvisieren gelernt. Die Betagten für die von einer Organisation gespendeten Äpfel anstanden und sich trotz ihrer Zahnlosigkeit wie Kinder über ihr ergattertes Exemplar freuten. Kinder waren die Zukunft Nepals und Lara war überzeugt, dass im Kindergarten ein Samen gesät wurde, der in späteren Jahren Früchte tragen würde. Sie hatte einen langen, sehr langen Weg zurückgelegt, bis ein tragfähiges Fundament für ihre Bridge between the East and the West entstanden war. Das ist eigentlich immer noch mein Motto und ich will auch weiterhin gerne die Brücke bauen. Und ja, an dieser Brücke wollte sie voller Entschlossenheit weiterbauen, solange ihre Kräfte es erlaubten. Pema Tsomo die Lotusgeborene, also das ist einer von meinen beiden tibetischen Namen, den ich von einem ganz hohen Lehrer bekommen habe. Und eben mein Slogan ist: Wahres Glück ist möglich, der Lotus wächst im Schlamm. Während sich Lara beim ersten Erdbeben mit dem äußerst betroffenen Geri darüber unterhielt, dass sie und ihre Tochter knapp einem Unglück entkommen waren, wurde ihm beim zweiten Erdbeben der wertvolle Ansprechpartner durch den Tod entrissen. Mit der ihm eigenen Großzügigkeit hatte er sich an der von ihr lancierten Spendenaktion beteiligt und nun kam das an seine Beerdigung gesammelte Geld ebenfalls Nepal zugute. Zum Abschluss würde ich euch gerne Ressam Firil vorstellen. Das ist das berühmteste Volkslied von Nepal. Das kennt in Nepal jeder. Und wenn man das hört, kann ich euch garantieren, dass in Nepal niemand würde auf dem Stuhl sitzen bleiben. Ressam Firil. Ressam Firil, Ressam Firil.